Hallo meine Lieben und willkommen auf einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Miri und heute werde ich mit euch mein Juli-Setup erstellen. Ich habe rumüberlegt und kam auf keine Idee, was ich als Thema gern haben wollen würde. Und da dachte ich, ich nehme einfach die Geburtsmonatsblume für den Monat Juli. Und das wäre Rittersporn. Gepaart mit einer soften Farbpalette ist das Setup richtig süß geworden. Ich habe meine erste Seite mal wieder vorskizziert, um etwas Zeit zu sparen. Ich habe auf Google nach Referenzfotos geschaut, wie Rittersporn überhaupt aussieht und welche Farben ich benutzen kann und habe mich für dieses milde Blau entschieden mit ein bisschen Lila. Ich habe meine Blume schon vorskizziert, wie ich gesagt habe, aber ich werde euch im weiteren Verlauf noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich male meine Blumen dieses Mal mit Gouache. Und zwar habe ich dafür dieses Himi Gouache Set ausgepackt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das schon eine Weile nicht mehr benutzt, weswegen die Farben auch etwas eingetrocknet sind. Aber kein Problem, die reaktivieren wir wieder. Außerdem habe ich mein Farb-Mixing-Chart ausgepackt und habe überlegt, welche Farben ich mixen muss, um die Farben zu bekommen, die ich gerne haben möchte. Und das wäre einmal, ja, dieses süße Flieder und vielleicht ein bisschen mehr in das Lilane. Oder doch blau? Ja, mal sehen. Aber zuerst, wie gesagt, reaktivieren wir mein Himi Gouache Set. Und dafür habe ich meine Farben erstmal mit Wasser befeuchtet. Habe das Ganze dann sitzen lassen und habe die Farben dann verrührt, gemischt. Ja. Auf jeden Fall waren sie danach wieder cremig. So, aber jetzt starten wir mal mit meiner Blume. Und dafür umrande ich meine Outlines mit dem Pigmentmarker, mit dem Pigmentliner in der Größe 0,05. Und wie ihr sehen könnt, sind die Blütenblätter sehr, alles andere als geradlinig. Sehr wackelig gezeichnet. Aber ich finde, umso echter sieht es dann auch aus. Und hier hatte ich auf meiner Farbpalette die Reste, die ich auf meinem Messer hatte, um die Farben zu vermischen, habe ich hier auf meine Palette gemacht. Ich hatte auch noch etwas Weiß auf der Palette übrig und das hat dann tatsächlich auch schon gereicht, um meine Farben zu mischen. Und dann war es das. Die Farben, die ich benutzt habe, sind Ultramarin, Prussian Blue, Violett, Weiß, Grass Green. Mit ein bisschen Rot habe ich das Grüne gemutet und Earth Yellow.
Ich starte hier mit der hellsten Farbe, weil das meine Hauptfarbe für die Blumen wird. Mit einem kleineren Pinsel und der dunkleren violetten Farbe habe ich dann die Mitte etwas dunkler gemacht und das einfach in die Mitte ein paar Farbtupfer rein und mit einem feuchten Pinsel, also nicht nass, sondern nur feucht, habe ich die dunklen Stellen dann verblendet. Und das Bullet Journal kommt tatsächlich echt gut klar mit den Gouache-Farben, viel besser als mit den Wasserfarben. Hier werden die Farben nicht ganz so schnell eingezogen wie mit den Wasserfarben. Das finde ich richtig geschickt. Somit ist das Verblenden auch echt einfacher. Das hätte mit Wasserfarben definitiv nicht funktioniert. Also zumindest nicht auf diesem Papier. Wie ihr sehen könnt, mache ich meine Farbpaletten, meine Mischpaletten nie sauber und benutze dann meistens auch meine gemischten Farben von den letzten Malen, wie auch hier dann das Grün. Und wie gesagt, ich glaube, das Grün wäre so ein Grasgrün mit Rot gemutet. Also im Endeffekt ist es dann so wie so ein Olivgrün geworden. Ich habe dann um meine Blume drumherum geschnitten, erst mit einer Schere. Das hat dann aber, wie ihr sehen könnt, nicht so gut funktioniert und habe dann mein Skalpellstift wieder ausgepackt. Und das geht einfach super schnell. Schneidet wie durch Butter. Super. Richtig, richtig toll. Und dann geht es auch schon weiter mit der linken Seite. Ich habe jetzt keinen richtigen Quote, aber trotzdem, eine Affirmation. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall habe ich dafür die ersten Buchstaben, hier July, mit diesem Pinsel gemalt. Und den Pinsel habe ich damals in Frankfurt auf der Creative World ergattert. Und ich finde den super zum Lettern. Die Borsten sind relativ hart und steif, von dem her für mich zum Lettern, zum Schreiben super. Mit den weichen Pinseln komme ich da immer nicht ganz so klar. Die liebe ich zwar zum Malen, aber nicht zum Schreiben. Ich habe auch hier die Farben auf meiner Palette benutzt, wie zuvor auch für die Blume, für den Rittersporn. Und wie gesagt, Superpinsel Lineo, ich weiß leider nicht, ich glaube Hobby und Art oder sowas, in der Größe 4. Während das Ganze trocknet, fand ich die Seite noch ein bisschen leer und habe dann unten in der Ecke
nochmal einen Rittersporn gemalt und hier könnt ihr sehen, ich fange an mit einem Kreis und mal nochmal einen kleineren Kreis in die Mitte, aber nicht ganz Mitte, sondern etwas off-centered, damit die Blume einen kleinen Winkel hat. Und aus dieser Mitte raus male ich dann wackelige Blüten drumherum. Die sehen dann auch etwas lustig aus, aber sobald wir sie mit Farbe füllen, seht ihr, passt es dann super. Ich fange wieder mit der hellsten Farbe an und werde dann mit jeder Schicht etwas dunkler. Hier habe ich dann gemerkt, dass ich ganz vergessen habe, die Outlines zu machen und habe das natürlich nachgeholt. Dadurch, dass ich auch wenig Farbe benutze, wir hier kein Wasserfarbenpapier haben, zieht die Farbe natürlich schnell ein. Heißt, ich musste dann auch gar nicht so lange warten mit den Outlines und konnte relativ schnell über meine Blume drüber malen. Hat also alles seine Vor- und Nachteile. Hier könnt ihr dann auch wunderschön sehen, wie ich das Ganze verblendet habe. Und zum Schluss noch ein bisschen grün. Mit diesem grünen Mildliner habe ich dann auch meine Affirmation geschrieben. Und zwar wäre das: Just be you because you are unique, worthy and amazing. Live every day to the fullest as you deserve all the good in life. War jetzt auch wieder ein Spruch, den ich auf Google gefunden habe, als ich nach einem Quote für Juli gesucht hatte und dachte, hey, warum nicht? Klingt gut, das nehmen wir. Und weil ich nicht wusste, wie ich Juli auf meine rechte Seite schreiben soll, hat es dann perfekt gepasst, das auf der linken Seite zu machen. Mit diesem beigenen Notepad habe ich einen Hintergrund ausgerissen. Und da kommt dann auch ein Mini-Kalender hin. Ich habe den nachher nochmal etwas dünner ausgeschnitten, damit er besser drauf passt, und habe die Ecken abgerundet. Montag bis Sonntag habe ich dann noch mit dem grünen Mildliner markiert. Und in die obere Mitte habe ich dann nochmal einen Rittersporn gemalt, weil ich die Seite immer noch etwas zu leer fand. Hier könnt ihr wieder sehen, ich fange mit dem Kreis an, dann mit dem mittleren Kreis und mal die Blütenblätter drumherum. Meine Blütenblätter sind auch alle unterschiedlich und überhaupt nicht gleich groß. Noch ein paar Knospen drumherum. Und
diesmal habe ich dann überlegt, das Ganze nicht mit Gouache auszumalen, sondern es im Tuschestil zu malen, zeichnen. Genau. Dafür habe ich wieder die Outlines gemalt. Und bin dann danach mit dem gleichen 0,05 großen Pigment Liner rein und habe die Schattierungen und Texturen eingezeichnet. Das Ganze mache ich mit einer leichten Hand und mit so einer schnippenden Bewegung aus dem Handgelenk raus. Und auch immer nicht gerade, sondern eher etwas kurvig und immer in die Richtung quasi, wo mein Blütenblatt hinzeigt. Konzentriert habe ich mich auf die Mitte, weil die natürlich dann auch am dunkelsten sein muss, weil da die meisten Schatten liegen. Und ich finde, mit so ein paar Strichen erwacht so eine Blume zum Leben. Das ist unglaublich. Müsst ihr unbedingt mal testen. Ist eigentlich relativ simpel, wenn man mal den Dreh raus hat, aber es sieht so toll aus. Wenn euch sowas übrigens interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe schon mehrere solche Blumen gemalt und fand die super und könnt auch Videos darüber machen und euch zeigen, wie ich verschiedene Blumen so male. Und das war's dann auch schon mit der Hauptseite. Weiter geht's mit der Kalenderseite. Und hier fange ich erstmal an mit 07 für Juli. Ich habe die Zahl erstmal vorskizziert und umfahre sie jetzt mit dem 0,05 Pigment Liner. Wie macht ihr es eigentlich? Macht ihr eure Farbpaletten jedes Mal nach dem Benutzen sauber oder lasst ihr sie auch so stehen, wie ihr die benutzt habt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wird mich interessieren. Die Kalenderbox habe ich dann mit dem grünen Mildliner umrandet. Übrigens, falls euch das Video bisher gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, würde ich mich freuen, wenn ihr auch das macht, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Und damit mein kleiner Kanal hier wachsen kann und ihr Teil der Community werdet. Die Anfangsbuchstaben Montag bis Sonntag habe ich dann wieder mit Gouache ausgemalt und das Ganze natürlich mit meinem Lineo Pinsel gemacht.
Ich glaube, der Pinsel ist gar nicht für den privaten Gebrauch kaufbar, leider. Aber wenn ihr euch einen Pinsel zum Lettern kaufen möchtet, guckt auf jeden Fall danach, dass die Borsten etwas steifer sind. Ein Brushpen ist ja auch relativ steif und fest. Das erleichtert euch das Lettering ungemein. Dann habe ich mein Washi-Tape ausgekramt. Das habe ich mal von Yibi gesendet bekommen zum Testen. Ich werde euch das Ganze auch verlinken, wo ihr dieses Set herbekommen könnt. Ich finde es wunderschön. So vielseitig und von der Farbpalette auch mega, mega meins. Schön vintage. Bevor ich die Dutch Door an der Seite schneide, habe ich dann noch den Titel der Seite, oder was, naja, ist ja nicht wirklich der Titel, aber habe dann noch Juli in beige über meinen Kalender geschrieben und habe dafür einen meiner Lieblings-Crayolas dafür benutzt. Und weiter geht's mit der nächsten Seite, welche meine Tracker- und Content Planner Seite ist. Anfangen tue ich mit dem Bekleben von diesem Stückchen Spitze an der Seite. Und dann geht es auch schon an die Überschriften von der Seite. Mit dem grünen Mildliner habe ich dann auch die Überschriften meiner Tracking-Boxen markiert und seitlich dann den Kalender nummeriert. Einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. In der Mitte wollte ich dann nochmal etwas Dekoration haben und habe auch hier nochmal einen Rittersporn gemalt. Mit meinem hellen Tombow N89 habe ich jede zweite Linie markiert, um die Seite nochmal etwas zu füllen. Die Tracker selbst habe ich mit dem grünen Mildliner umrandet.
Den Rittersporn auf dieser Seite habe ich dann auch wieder ausgemalt mit meinem Gouache-Mix. Und auch hier wieder mit der hellsten Farbe angefangen und sie nach und nach verdunkelt. Und ihr seht, ich komme echt sehr, sehr weit mit so ein kleines bisschen Farbe. Meine Farbpalette, meine Farbmixpalette wird einfach nicht leerer. Meine Tracker habe ich dann noch beschriftet mit Sport, Go for a Walk, Hundetraining und Instagram. Und dann geht es auch schon weiter mit meinem Wochenplaner. Hierfür habe ich die nächsten 2 Seiten wieder ausgeschnitten und habe ein kleines Buch im Buch kreiert. Auch hier habe ich die Boxen wieder mit dem grünen Maltliner markiert und umrandet. Mit dem Pigment Liner in der Größe 0,05 die Wochentage und Nummern aufgeschrieben und habe dann gemerkt, ich habe hier was falsch gemacht. Die unterste Ecke hätte frei bleiben sollen. Und deswegen musste ich das nochmal in Ordnung bringen und habe dafür einfach ein Stückchen von meiner ausgeschnittenen Seite verwendet und habe das zurechtgeschnitten und eingeklebt. Auf der linken Seite habe ich dann nochmal einen Mini-Kalender geschrieben. Und auf der rechten Seite dann nochmal einen Rittersporn gemalt. Die Knospen habe ich dann noch ein bisschen mit Grün ausgemalt, weil die natürlich noch nicht so farbreif sind wie der Rest von der Blume. Um auch hier etwas Kontrast zu schaffen, habe ich meinen Mini-Kalender und meine Note-Section mit dem beigenen Crayola markiert, anstelle vom Grün, wie ich das auf den anderen Seiten gemacht habe. Und hier seht ihr dann, was eigentlich in diese Ecke rein sollte, und zwar ist das die Kalenderwoche. Dafür habe ich die Brush-Seite von meinem Tombow N89 verwendet und habe dann im Script Lettering Style Week drüber geschrieben.
Für die Note-Section habe ich dann auch jede zweite Zeile markiert, um das Ganze auch wieder etwas zu füllen. Auf der letzten Wochenseite habe ich ja dann immer noch ein bisschen Platz und da kommt meine Einkaufsliste hin. Das wäre bei mir immer Lebensmittel, Drogerie und Online. Dann habe ich noch einen größeren Bereich für Camping, weil ich noch immer nicht mit meinem Wohnwagen angefangen habe, den zu restaurieren. Ja, aber irgendwie verfliegt die Zeit zurzeit so krass dahin, ich komme zu gar nichts. Mit dem beigenen Crayola habe ich unter meinen Wochenplaner noch Juli geschrieben. Und habe noch ein paar finale Veränderungen und Touch-ups gemacht. Wie zum Beispiel die Tabs anzumalen oder auch hier die zweite Seite noch die zweite Dutch Door etwas mit Farbe zu versehen, weil es dann doch noch ein bisschen zu langweilig aussah. Und das wäre es dann auch schon von meinem Setup. Lasst uns nochmal durchblättern. Was sagt ihr? Wie findet ihr mein Setup? Gefällt euch das Design? Was sagt ihr zur Farbkombi? Ich finde Blau immer ein bisschen problematisch, aber ich finde das hier zusammen mit dem Beige und Grün richtig süß. Was sagt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und das wäre es dann auch schon von meinem heutigen Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, euch in meinem nächsten Video wiederzusehen. Ciao!